Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen hier aus Stockholm. Mercedes präsentiert den EQC, das erste echte Fahrzeug seines neuen Labels Mercedes EQ für Elektromobilität. Und das hier ist der EQC in der Basisausstattung. Und ich präsentiere euch aber gleich noch die AMG-Line, aber einmal wollen wir den zumindest mitnehmen. Mercedes hat ja das EQ-Label im Jahre 2016 auf der Pariser Motorshow das erste Mal präsentiert. Und heute zeigen sie das erste Fahrzeug in zwei Ausstattungen. Einmal die normale Version und hier in weiß gehalten die AMG-Version. Und die will ich euch jetzt auch ein bisschen genauer zeigen. Ob nun Basisausstattung oder AMG-Line, die Front beim EQC wird dominiert von dieser schwarzen Fläche. Mercedes spricht von einem Black Panel. Die umschließt auch die Multibeam-Scheinwerfer, die serienmäßig dabei sind. Und die Augenbrauen oder wie Mercedes immer sagt, die Fackeln mit LED-Tagverlicht sind da auch dabei. In manchen Märkten ist sogar der Mercedes-Stern, der Zentralstern, beleuchtet. Der Mercedes EQC, der ist 4,76 Meter lang und hat einen Radstand von 2,87 Meter. Er ist 1,62 Meter hoch und misst in der Breite 1,88 Meter, beziehungsweise mit Außenspiegel sind es dann 2,10 Meter. Die Maße ähneln schon ein bisschen dem GLC, also dem Fahrzeug mit dem Verbrennermotor als Pendant. Allerdings ist der Kollege hier ein Hauch größer, fast 10 cm länger und ungefähr 2 cm breiter. Das ist auch kein Wunder, die beiden teilen sich ja eine Plattform. Was ist der EQC? Ein SUV oder ein SUV-Coupé? Mercedes macht es sich einfach und spricht einfach vom Crossover. Ne? Also gerade hier, wenn wir uns die Dachlinie angucken, die hat ja Coupé-artige Züge, aber so ein ganzes Coupé ist es dann auch nicht. Gut, kann man Crossover nennen, das passt auch. Bei den Felgen ist es ganz lustig, serienmäßig steht er auf 19 Zoll, es geht dann aber hoch bis zu 21 Zoll. Hinten auf der rechten Seite haben wir die Klappe und dahinter noch mehr Klappen. Da stecke ich den Stecker rein, um den Wagen zu laden. Von da aus führt dann ein Kabel hier nach unten, denn die 80 Kilowattstunden Batterie, die aus 384 Zellen besteht, befindet sich am Unterboden des Fahrzeugs. Das macht viel Sinn, einmal in Sachen Crashsicherheit, und da hat Mercedes auch eine ganze Menge probiert, dass es alles sehr, sehr sicher ist, haben zahlreiche Versuche gefahren. Um die Batterie herum ist dann nochmal ein Rahmen und es gibt Elemente, die auch nochmal Stöße abfangen können, dass selbst wenn man einen Unfall hat mit dem Auto, die Batterie möglichst wenig Schaden nimmt. Die Batterie soll gut sein für eine Netzreichweite, vorläufig geschätzt von Mercedes von 450 Kilometer. Mercedes gibt einen Verbrauch von 22,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometern an. Die Batterie hat ein Eigengewicht von 650 Kilogramm und insgesamt wiegt der Wagen dann leer 2,4 Tonnen. Bedingt natürlich durch die Batterie. Jetzt nochmal die Klappe, denn man hat unterschiedliche Möglichkeiten hier zu laden. Einmal per Wechselstrom, der Bordlader kann 7,4 Kilowatt verarbeiten, oder per Gleichstrom, da kann man sogar mit bis zu 110 Kilowatt laden. Genaue Werte, wie lange das dauert, um den Akku vollständig bzw. die üblichen 80% zu laden, hat Mercedes nicht veröffentlicht. Der EQC ist nicht nur ein Stromer, der kommt auch gleich mit zwei Motoren daher. Ein Motor sitzt auf der Hinterachse, der andere Motor auf der Vorderachse. Beide haben jeweils 150 kW, das heißt zusammen 300 kW, das entspricht, alte Zeitrechnung, 408 PS. Er kommt auf ein maximales Drehmoment von 765 Newtonmeter und die beiden Achsen müssen nicht gleichzeitig angetrieben werden. Bei schwacher oder mittlerer Last wird sich nur der Vorderachse bedient. Kann man also verbrauchsorientiert wenig Strom verbrauchen. Wenn man performanter unterwegs sein möchte, kommt die Hinterachse dazu, oder eben auch je nach Fahrsituation kann die Kraft variabel verteilt werden zwischen den beiden Achsen.
Der Ampelstart von 0 auf 100 in 5,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit hat Mercedes bei 180 km/h abgeregelt. Die beiden Motoren verbrauchen nicht nur Energie, sie können auch als Generator agieren. Das heißt, bei Bergabfahrten schalten sie die Richtung um und erzeugen Strom. Jetzt machen wir einen ganz klitzekleinen Verbrauchercheck und gucken uns mal den Kofferraum an. Mercedes gibt das Ladevolumen ganz lapidar mit circa 500 Liter an und mit Kilos komme ich durcheinander, weil auch die Zuladung bei 505 Kilo liegt. Was ich interessant finde, für den EQC wird es optional auch eine Anhängerkupplung geben und damit darf man einen Hänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 1,8 Tonnen ziehen. Natürlich nur, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Wir sind bei Ausfahrt TV, natürlich steige ich auch ein. Außerdem heißt das Ganze ja Sitzprobe. Das Erste, was ich mich aber hier frage, wofür denn diese Kante gedacht ist, da haben sie mal die Scheibe ein bisschen schwarz gemacht. Sieht so aus, als hätte sie fast ein Stück verrechnet. Aber mir geht es ja ums Einsteigen und ich sehe hier erstmal eine EQC-Einstiegsleiste. EQC, da haben sie dem Brand auch noch eine eigene Schriftart spendiert und es ist natürlich immer schön in Blau gehalten, wie ganz zufällig meine Turnschuhe auch. Ne? Aber wir wollen hier keine Mode machen, sondern es geht ums Auto. Da steige ich direkt mal ein. Ja. Ob nun Crossover oder SUV, der Einstieg ist auf jeden Fall bequem. Das Bimmeln nervt ein bisschen, aber so geht es hier auch in den Innenraum. Ja, im Innenraum finde ich mich gleich zurecht und fühle ich mich auch wohl. Hier als Display haben wir zwei Bekannte aus der A-Klasse, die beiden 10,25 Displays. Das eine für den Fahrer als Informationsquelle und das andere dann fürs Infotainment-System, das auch von MBUX angetrieben wird. Auch das kennen wir ja von der A-Klasse. Das hat aber dazugelernt. Das weiß jetzt zum Beispiel, hey Mercedes, wo ist die nächste Ladesäule? Da kann es helfen und das ist natürlich auch ganz gut. Auch der Mittelkanal, das ist jetzt nichts Aufregendes. Die Lüftungsdüsen, die sind durchaus eigenständig. Und hier auch an der Seite haben wir ein Design, was fast so an Kühlrippen erinnert. Generell finde ich, haben sie es so hingekriegt, dass der Innenraum hier vorne echt richtig luftig und frisch wirkt. Also man hat ja hier schön viel Fläche, was man sehen kann. Es soll auch sehr, sehr leise in dem Auto sein, denn so ein Elektromotor, der macht ja richtig viel Umdrehung und den haben sie gleich doppelt entkoppelt. Also einmal der Motor zum Hilfsrahmen und der Hilfsrahmen zum Chassis, damit man hier nicht nur von Motorengeräusch befreit ist, sondern auch von anderen störenden Nebengeräuschen. Ebenfalls gibt es natürlich die ganzen Assistenzsysteme hier von der normalen Produktpalette, auch für den EQC. Die haben allerdings noch dazugelernt. Ne? Ist klar, wenn man elektrisch fährt, hat man noch ein paar andere Anwendungsfälle, zum Beispiel eine Kuppe vom Berg oder eine Senke. Da beschleunigt das Auto dann bzw. rekuperiert noch einmal gesondert, basierend auf dem Kartenmaterial, was man halt hat. Und es gibt einen neuen Assistenten, ein Rettungsgassenassistent, finde ich wahnsinnig spannend, wobei man ja eigentlich denkt, dass wir Deutschen das auch mal so in den Griff kriegen müssten. Ja, einmal will ich mich auch noch ganz schnell hier hinten auf die Rücksitzbank setzen, auch wenn der Sitz jetzt hier gar nicht auf mich eingestellt ist. Aber man sieht so schon, der ist schon ziemlich weit hinten und ich habe hier trotzdem noch ausreichend Platz, Kopffreiheit, Beinfreiheit, alles okay. Mercedes hat den EQC überall auf der Welt getestet, bei minus 35 Grad, bei plus 50 Grad. Die haben die mehrmals gegen die Wand gefahren. Und warum? Damit sie sicherstellen, dass das erste Fahrzeug ihres neuen Brands EQC auch den Ansprüchen der anspruchsvollen Kunden standhalten kann. Und ich bin sehr gespannt auf meine erste Fahrveranstaltung, wenn ich das Fahrzeug auch bewegen darf und euch noch ein bisschen mehr erzählen kann. Ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Eindruck bekommen vom EQC. Ich kann euch noch sagen, es gibt noch keinen Preis. Und ich weiß auch noch nicht, wann es Preise geben wird. Ich kann euch nur sagen, aus gut unterrichteten Quellen, dass die ersten Kunden bereits im Juli 2019 ihren EQC in Empfang nehmen sollen. Schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat der kleine Clip hier gefallen. Ihr habt einen guten ersten Eindruck bekommen. Ich verabschiede mich jetzt und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.